In der kleinen Stadt Cherrapunji, wo der Regen niemals aufhört, lebte ein junger Mann namens Aruna. Er gehörte zu denen, die seit ihrer Kindheit an die sintflutartigen Regenfälle und die wolkenverhangene Stadt gewöhnt waren. Jeden Tag setzte er seinen breiten Bambuschut auf und machte sich auf den Weg zu den Hängen der Berge, um auf den Teeplantagen zu arbeiten, wo die Regentropfen die Blätter reichlich benetzten. Aruna träumte von mehr. Er wollte studieren und Agronom werden, um das Leben seiner Mitmenschen zu verbessern. Doch finanzielle Schwierigkeiten und die Verantwortung für seine Familie hielten ihn zurück. Sein Vater, ein alter Teebauer, sagte oft: Hier in Cherrapunji leben wir in der Falle aus Regen und Dürre, aber wir müssen für unsere Zukunft kämpfen. Eines Tages, als Aruna von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte er, wie sein Nachbar, ein älterer Mann namens Ramesh, mühsam einen Eimer mit Wasser trug. In diesem Moment erinnerte sich Aruna an die Dürre, die nach den Monsunen kam. Das Wasser in den Reservoirs ging schnell zur Neige, und die Bewohner der Stadt mussten die letzten Tropfen teilen. Aruna ging zu Ramesh und bot seine Hilfe an. Danke, Aruna. Wasser ist für uns zu einem echten Luxus geworden, sagte Ramesh mit trauriger Stimme. Diese Worte gingen Aruna tief zu Herzen. Er beschloss, etwas zu ändern. Er begann, Informationen über Regenwassersammelsysteme und bessere Speichermethoden zu sammeln. Jede freie Minute verbrachte er in der Bibliothek, studierte Bücher und Artikel. Er träumte davon, ein System zu bauen, das den Bewohnern Cherrapunjis ermöglichen würde, mehr Wasser zu speichern, um in den trockenen Monaten nicht von den Nachbarn abhängig zu sein. Doch seine Träume stießen auf Widerstand. Wir haben schon immer so gelebt, warum etwas ändern? Sagten die älteren Bewohner. Doch Aruna gab nicht auf. Er sammelte eine kleine Gruppe Gleichgesinnter um sich, und sie begannen, an dem Projekt zu arbeiten. Einige Monate vergingen, und schließlich gelang es ihnen, das erste Regenwassersammelsystem zu bauen. Am Tag der Eröffnung zogen sich wieder Wolken zusammen, und bald begann es zu regnen. Aruna und seine Freunde standen im Regen und freuten sich, dass ihre Arbeit endlich Früchte trug. Das System funktionierte, und das Wasser sammelte sich in den Reservoirs. Doch die Freude währte nicht lange. Am nächsten Tag, als Aruna die Reservoirs überprüfte, entdeckte er, dass eines beschädigt war. Das Wasser, das sie so mühsam gesammelt hatten, versickerte im Boden. Aruna war verzweifelt. Er wusste nicht, wie er das seinen Freunden und Nachbarn erklären sollte. Doch anstatt aufzugeben, versammelte er alle um sich. Wir dürfen nicht den Mut verlieren. Wir müssen das reparieren, sagte er mit Entschlossenheit. Unter seiner Anleitung begannen die Bewohner, das System zu verbessern, und bald konnten sie das Problem beheben. Mit jedem neuen Regen wuchsen die Wasservorräte, und die Menschen begannen zu verstehen, dass Veränderung möglich war. Aruna wurde zum Symbol der Hoffnung für seine Stadt. Sein Durchhaltevermögen inspirierte andere, und bald wurden in Cherrapunji neue Methoden der Wasserspeicherung eingeführt. Als die nächste Dürre kam, verspürten die Bewohner keine Angst mehr. Sie wussten, dass sie sich aufeinander und auf das gemeinsam gebaute System verlassen konnten. Aruna stand an einem Berghang unter der strahlenden Sonne und verstand, dass sein Traum wahr geworden war. Sie hatten gelernt, nicht nur zu überleben, sondern auch unter Bedingungen zu gedeihen, die einst unerträglich schienen. Und obwohl der Regen weiterhin fiel, waren die Bewohner Cherrapunjis nicht länger Gefangene ihres Landes. Sie waren die Herren ihres Schicksals geworden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.